Botschaft von El Moria. Setzt den Willen Gottes über den persönlichen kleinen Menschenwillen. Empfangen von Gabriele Schmitz. Geliebte Diener des Lichtes und liebe freiwillig inkarnierte Seelen. Ich bin El Moria, der Lenker des blauen Strahles des göttlichen Willens, und spreche heute zu euch, um deutlich zu machen, wie wesentlich es jetzt ist, den Willen Gottes über den persönlichen kleinen Menschenwillen zu setzen. Ihr verfügt über die Stärke, den Glauben und die Macht, um mit meiner Hilfe und allen himmlischen Kräften des Lichtes in dieser dunklen Zeit auf dem Planeten die verkörperten Lichtträger zu sein, die das Licht des göttlichen Willens zum Ausdruck bringen und weltweit ausdehnen. So erfüllt ihr gleichzeitig eure individuelle geistige Bestimmung und den göttlichen Plan für das Ganze. Das Zeitalter des Kali Yuga, des Streites und der kriegerischen Auseinandersetzungen ist beendet und das goldene Zeitalter ist angebrochen. Doch die dunklen Mächte setzen alles daran, die Welt weiter in Angst und Schrecken zu halten und ihren perfiden Plan der neuen Weltordnung mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln durchzusetzen, auch wenn sie spüren, dass ihr Untergang unvermeidlich ist. Viele Menschen sehen sich und ihre Welt am Abgrund und sind gefangen in der Ohnmacht der alten Fesseln, Ketten und Gedankenmuster, die ihnen die Hölle auf Erden bereiten. Demgegenüber steht die große Zahl der Lichtarbeiter, die sich und ihr Leben ganz dem permanenten Lichtdienst voller Hingabe geweiht haben. Sie setzen kostbare Liebesenergie frei, um ihre vor der Inkarnation gegebenen Versprechen zu halten, am Aufstieg des Planeten und seiner Bewohner mitzuwirken. Ihnen ist in der Tat die volle Unterstützung und Wertschätzung der gesamten himmlischen Hierarchie gewiss. Wir stellen mit großer Freude fest, dass die Zahl derer sich ständig erhöht, die beginnen, sich Fragen nach dem Sinn des Lebens zu stellen, womit der erste Schritt zum Erwachen getan ist. Sie vernehmen immer klarer den Ruf ihrer Seele, die ihren Lebensplan erfüllen möchte. Dieses vollzieht sich durch das Zusammenwirken der immer stärker werdenden Energieeinstrahlung aus dem Kosmos, durch die Unterstützung ihrer Geistführer und Schutzengel und durch die praktizierte Energiearbeit der Diener des Lichtes, die in ihnen die Sehnsucht nach der Wiedervereinigung mit der Quelle allen Lebens auslöst und immer mehr Erinnerungen an das gegebene Versprechen und die ursprüngliche innere Absicht freisetzen. Lasst mich einige Worte über freiwillig Inkarnierte sprechen. Das sind alte, reife Seelen, die ihren Aufstieg schon in einem früheren Leben gemeistert haben und nicht mehr dem Rat der Wiedergeburten aus karmischen Verpflichtungen unterliegen. Ihr Liebesdienst für die Quelle und den Planeten Erde mit allem natürlichen Leben darauf besteht darin, dass sie um die kritische Zeit des Aufstiegs wussten und sich bereit erklärt haben, freiwillig noch einmal den menschlichen Weg durch Wiederverkörperung zu gehen. Sie brachten ihre gesamte Liebesenergie, ihre Seelenkraft, ihre Weisheit und all ihre gemachten Erfahrungsschätze mit in dieses Leben
um an dem großen kosmischen Plan der Erneuerung der Erde und allen Lebens mitzuwirken. Sie waren sich bewusst, dass sie das Band des Vergessens wie alle Menschen tragen und ihren göttlichen Plan genau wie jede andere Seele in sich selbst wiederfinden müssen, was zahlreiche Jahre dauern könnte. Tatsächlich sind viele dieser freiwillig inkarnierten Seelen erwacht und folgen ihrem Seelenplan, oft in einem unauffälligen, einfachen Leben. Doch die Kraft, Entschlossenheit und Beharrlichkeit in ihrem Wirken ist eine wesentliche Unterstützung im Aufstiegsprozess. Vielleicht bist du, der dieses hört oder liest, einer oder eine dieser mutigen und selbstlosen Seelen. Versuche es herauszufinden, denn es kann dir dein Sein im Hier und Jetzt erleichtern. Wir wünschen sehr, dass der Wille Gottes durch jede Menschenseele zum Ausdruck gebracht wird und ermuntern euch, in eurem Wesenskern danach zu suchen. Ihr könnt mich um Unterstützung bitten und ich lade euch ein, meinen Tempel des Willen Gottes im Ätherreich über Darjeeling in Indien in der Nacht zu besuchen, wenn eure physischen Körper schlafen, um Unterweisungen und Hilfestellung durch die Lichtwesen vom blauen Strahl zu erhalten. Es geschieht sehr viel in eurem Leben und ihr spürt die Veränderungen täglich immer deutlicher. Eure Körper befinden sich im Wandel zu einem kristallinen Körper. Dieser Prozess benötigt Phasen der Ruhe, ebenso wie die tägliche bewusste Ausrichtung auf die inwendige Kraft des Herzens. Habt Vertrauen und sorgt euch nicht um euer Wohlergehen, denn die Kraft Gottes in euch ist der beste Schutz, den ihr haben könnt. Fühlt euch niemals allein oder alleingelassen und übergebt alles dem göttlichen Willen. So steht es schon in dem bekanntesten Gebet der christlichen Welt. Herr, dein Wille geschehe. In inniger Liebe mit euch verbunden, El Moria.